Grüß euch und willkommen zurück. Es ist Sonntag, also wieder Zeit für ein bisschen Prince. Wer meine Videos hier ein bisschen verfolgt, wird gemerkt haben, Prince hat ganz viele Projekte mit anderen Künstlern gemacht. Nicht nur um sie zu unterstützen, sondern auch musikalisch ein bisschen zu experimentieren und auch so mehr von seiner Musik herauszubringen. Aber auch auf Platten, die unter seinem Namen entstanden sind oder veröffentlicht worden sind, findet sich eine Menge von Musik, die man auf den normalen Langspielplatten vergeblich sucht. Ich spreche natürlich von 12-Inch oder Maxi-Singles. So auch zum Beispiel die Platte, die ich euch heute ein bisschen in Erinnerung bringen möchte, The Scandalous Sex Suite. Der Song Scandalous selber ist ja auf dem Batman-Album erschienen und wurde dann als vierte Single am 28. November 1989 ausgekoppelt. Die passende Maxi-Single erschien dann nur 4 Tage später am 1. Dezember 1989. Und was Scandalous auf dem Batman-Album schon über 6 Minuten lang, dauert diese dreiteilige Suite über 19 Minuten. Und das war jetzt nicht nur ein Remix, der von irgendjemand gemacht worden ist und der dem Song irgendwie so ein anderes Gewand gegeben hat. Nein, Prince hat für diese 19 Minuten ganz viel neue Musik aufgenommen. Fangen wir vorne an. Teil 1, The Crime. I don't know what it is you make me. The Crime beginnt mit einem Dialog zwischen Prince und Kim Basinger, die er damals wohl auch gedatet haben dürfte, und geht dann weiter, hier exklusiv auf dieser Maxi-Single, mit Eric Leeds am Saxophon. Und zusätzlich hat Prince auch noch so Gitarrenteile aufgenommen, die schon fast so ein bisschen jazzig klingen. Mir fällt immer der George Benson ein, was wahrscheinlich falsch ist, aber wenn ihr es hört und ihr wisst das besser, dann bitte schreibt das in die Kommentare. Und diese Mischung aus diesem Bettgeflüster, nenne ich es jetzt einmal, zwischen Prince, Kim Basinger, diesem tollen Saxophon und diesem sehr coolen Gitarrenteilen, macht The Crime zu einem sehr verführerischen Stück Musik. Aber weiter geht's mit The Passion. Talk to me, pretty warm thing. Tell me when you come one time. Talk to me, pretty warm thing. It's alright, it's alright. Hold me tight, don't you stop tonight. Let's do it, baby. Beim zweiten Teil der Scandalous Sex Suite, The Passion, liegt der Fokus vor allem auf den ganz grandiosen Vocal Arrangements von Prince. Denn wie wir es von so mancher Ballade kennen, bekommen wir hier wieder so viele unterschiedliche Gesangsspuren, die sich so wunderbar ineinander verweben. Wirklich beeindruckend, das anzuhören. Und ich bekomme so ein bisschen ein Gospel-Feeling bei so manchen Gesangsteilen. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Versuch der Verschmelzung wieder von Glauben und Sex, das uns Prince hier auf der Scandalous Sex Suite präsentiert. Und der letzte Teil, The Rapture. Standen beim zweiten Teil der Scandalous Sex Suite die Vocals ganz klar im Vordergrund, ist es im dritten Teil die Gitarre. Vor allem in den ersten 3 Minuten, und sehr selten hat man Prince auf einer seiner offiziellen Veröffentlichungen so Gitarre spielen gehört. Und für mich ist es eines der Solos, die immer gerne ein bisschen vergessen werden, wenn es darum geht, wie großartig Prince an der Gitarre klingen kann. Im zweiten Teil im zweiten Teil von The Rapture kommt dann Eric Leeds und sein Saxophon wieder zurück.
Dann kommt auch Kim Basinger wieder zurück und gemeinsam geht es wieder Richtung der Albumversion von Scandalous und schafft so einen sehr nahtlosen Übergang, dass man die Scandalous Sex Suite im Prinzip wieder von vorne hören kann. Die 3 Songs selber haben auch keinen Übergang und wenn man es so laufen hat, kann man gerne mal übersehen, dass man schon im nächsten Teil ist. Es gibt nur eine Stelle, also wenn man so ein einzelnes Ding-Dong hört, weiß man, man ist im nächsten Teil. Ergänzend sind noch 2 weitere Songs auf der Vinylausgabe der Scandalous Sex Suite auf der B-Seite drauf. Und der erste der beiden Songs ist Sex. The 80s are over and the time has come for a new proclamation of love and fun. Monogamy and trust is what I'm talking about. I give up all my lovers if you can make me shout. Oh, S is for scandalous, B is for exciting, X is for adults, only let's do something frightening. Sex. Ja, Sex ist quasi eine klassische B-Seite von Prince und wir bekommen hier einen sehr funkigen kleinen Song, gesungen in derselben Stimme oder Stimmlage wie Party Man. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich für so einen Song da gerade noch nicht in der richtigen Stimmung bin nach diesen 19 Minuten und so gehört Sex für mich, der Song Sex, nicht zu meinen Favoriten auf dieser 12-Inch. Der letzte Song, den kennen wir schon. Sogar von 2 verschiedenen Prince-Alben. When Two Are in Love. When two are in love, they'll whisper secrets only they two can hear. When two are in love. Und zum Abschluss haben wir noch den Song When Two Are in Love und das schließt das Scandalous Sex Suite ab. Wir kennen den Song schon vom Black Album und von Love Sexy und vielleicht ist es so quasi das Gegenstück zum vorigen Song Sex. Also wir hatten einmal Sex und wir haben einmal wahre Liebe. Das beendet unseren kleinen Blick auf die Scandalous Sex Suite. Ich werde euch am Ende wieder in diesen Kacheln, die da immer auftauchen, einen Link auf YouTube sharen, dann könnt ihr euch die 19 Minuten Scandalous Sex Suite einmal anhören. Wer sie nicht kennt, es macht wirklich Spaß, sich in diesem Song, der diese Luft zum Atmen bekommt, die er braucht. In dem Song kann man sich wirklich schön verlieren und ich habe das in den letzten Tagen gemacht und ich habe sehr genossen, mir diese 19 Minuten immer und immer und immer wieder anzuhören. Ansonsten am vergangenen Freitag haben wir unsere neue Folge unseres Podcasts von Wien bis Auckland veröffentlicht. Ihr wisst, Martina und ich waren in Berlin und wir haben ein Interview geführt mit dem Hans-Martin Buff, der persönliche oder Toningenieur von Prince für 4 Jahre lang war. Und ich glaube, wir haben ein sehr schönes Interview mit ihm geführt und wenn ich mir so die ersten Antworten oder die ersten Nachrichten von euch durchlese, dürfte es euch auch ganz gut gefallen haben. Und wir verlosen ja noch etwas. Martin hat ja für seine Arbeit am Inside Mix vom letzten Peter Gabriel I.O. Vor ein paar Wochen erst den Grammy bekommen und für alle die dieses Wunderwerk an Musik interessiert, verlosen wir eine signierte Version von so einem. Das ist so ein 2 CD und ein Blu-ray-Set. Das sind alle verfügbaren Mixes von diesem I.O.-Album von Peter Gabriel drauf. Und die Frage stellen wir in unserem Podcast und die Antwort, ich glaube die Antwort ist ziemlich schwer, aber vielleicht findet ihr einen Hinweis. Ansonsten das Übliche. Ich wünsche euch einen wunderbaren restlichen Sonntag. Bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank.